Mehr geht fast nicht mehr. Die längste, höchste und schnellste Achterbahn der Welt. Das Maximale an Weltrekorden. Wie das funktioniert, warum das funktioniert und wie die Fahrt ist, darüber sprechen wir heute in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Magazin und einem neuen Review meinerseits und lange erwartet. Hier ist es mein Review zu Falcons Flight und meine persönliche Meinung zu der absoluten Rekordachterbahn und richtig viele Fakten dazu. Und vor allem geht es auch mal darum, warum das Layout so ist, wie es ist und vieles mehr. Alles nacheinander, Step by Step. Wir starten und zwar mit den Rekorden. Falcons Flight in Six Flags Qiddiya City ist die längste Achterbahn der Welt. Und das mit sage und schreibe 4250 Metern Streckenlänge. Das ist unangefochten Platz 1. Und bis zum 31. Dezember 2025 eigentlich auch Platz 1 gewesen, war Steel Dragon 2000 mit 2479 Metern. Diese Achterbahn hat im Jahr 2000 eröffnet und zwar in Japan. Und ja, die jetzige Rekordbahn ist einfach 1771 Meter länger als der andere Rekordhalter, der einfach 25 Jahre lang Weltrekordhalter war bei der längsten Bahn der Welt. Also da kann man sich schon vorstellen, dass da ganz, ganz lange wahrscheinlich jetzt erstmal nichts passieren wird. Und der Vollständigkeit halber auf Platz 3 haben wir eine Achterbahn mit 2243 Metern Länge. Und das ist Beast in Kings Island und das ist eine Holzachterbahn von 1979. Und das heißt, dass die zweitlängste Achterbahn der Welt einfach seit 1979 die zweitlängste Achterbahn der Welt ist, beziehungsweise bis 2000 die längste Achterbahn der Welt war. Also klar gibt es auch Wechsel, weil es manche Bahnen jetzt nicht mehr gibt, die dann mal länger waren oder auch höher und schneller. Dazu kommen wir jetzt auch noch. Aber wie gesagt, in der Länge komplett uneinholbar quasi jetzt. Europa ist übrigens noch nicht mal in den Top 10 und die längste Bahn in Europa ist 1675,5 Meter lang mit Big One und Blackpool. Bedeutet, die längste Achterbahn in Europa ist nicht so lang, wie Falcons Flight länger ist als die zweitlängste Achterbahn der Welt. Die Höhe, da ist auch einiges passiert in den letzten Jahren und das ist so ein bisschen schwierig bei Falcons Flight. Die Bahn ist 163 Meter hoch an einer freistehenden Stelle, fährt aber 195 Meter hoch und fährt von da auch wieder runter. Aber die fährt halt auf eine Klippe oben drauf. Und Alpine Coaster sind jetzt auch keine mehrere hundert Meter hoch. Die fahren nämlich auch den Berg immer nur hoch und runter. Auf Platz 2, die zweithöchste Bahn der Welt im Vergleich, die ist 128 Meter hoch. Also selbst wenn wir nur die 168 anwenden würden, sind das nochmal 40 Meter mehr als bei der anderen höchsten Bahn der Welt, die Top Thrill 2 aktuell heißt, 2003 eröffnet hat, beziehungsweise 2024 im neuen Gewand in den USA. Und Platz 3 geht aber nach Europa mit 112 Metern und Red Force in Spanien seit 2017. Und alles andere, was danach kommt, ist auch unter 100 Metern. Und die ersten 3 Plätze sind übrigens alle von Intamin Amusement Rides. Und die Geschwindigkeit ist natürlich auch noch einer dieser 3 riesigen Weltrekorde. Und da sind die Platzierungen ja auch wenig überraschend, wenn man Höhe und Länge schon hatte. Oder gibt es da vielleicht doch noch eine Überraschung? Die schnellste Bahn der Welt ist jetzt Falcons Flight mit 250 km/h. Die zweitschnellste Bahn der Welt fährt 240 km/h seit 2010. Also 15 Jahre auch unangefochten. Die schnellste Bahn der Welt, Formula Rossa. Und zwar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die Bahn ist nicht wirklich hoch, also ist schon sehr hoch, aber es ist halt einfach sehr schnell, das Ding. Und Platz 3 ist dann wirklich nicht überraschend, Top Thrill 2 mit 193,1 km/h Spitzengeschwindigkeit. Europa ist da aber direkt auf Platz 4 mit Red Force mit 180 km/h und sogar auf Platz 10 ist Hyperion in Polen mit 142 km/h. Also Geschwindigkeit können wir in Europa so ein bisschen. Und wenn sich jetzt fragt, wo soll das denn noch hingehen, was kann denn da noch passieren? Ja, die Grenze ist der Mensch und da haben wir auch einen kleinen Einspieler zu von einigen, die ihr gleich noch sehen werdet. Die Grenzen sind ganz klar der Mensch und das, was man normentechnisch machen darf. Weil die Norm letztendlich, egal in welchem Land, lässt eigentlich sehr viel zu und für Achterbahnen zu viel. Also ich kann gerne die Norm oder wir können diese Normen gerne ausreizen, dann würden aber nicht viele Leute oder nur wenige Leute die Achterbahn mehrfach fahren, weil es ist dann halt zu viel für die Leute vom Beschleunigungsempfinden. Es wird halt auch zu viel überfrachtet. Die Grenzen sind aber definitiv, ist die Person, ist der Mensch, ja.
Name, Story. Falcons Flight, powered by STC. Das ist die Bahn, die eigentlich auch beleuchtet sein soll. Bei unserem Besuch war der Zug nicht beleuchtet. Es gab auch so ein bisschen Probleme, da reden wir auch gleich drüber. Der Themenbereich ist City of Thrills und die Station ist so blau-golden gestaltet, wobei das Golden so ein Gittermuster ist, was dann nachts auch hinterleuchtet ist. Das ist so, vor Ort ist das, würde ich sagen, das ist einfach so der Stil, den man da auch hat. Ich finde das eigentlich ganz cool. Im Inneren ist es dann wieder sehr futuristisch, generisch und eher Geschmackssache und gefällt mir nicht so gut im Inneren. Aber andererseits ist der Zug halt mega schön und sieht richtig gut aus. Und die Strecke hat logischerweise so absolut gar keine Gestaltung, aber das wäre auch echt absurd. Der Park, in dem sich die Anlage befindet, ist Six Flags Qiddiya City. Das ist ein Freizeitpark, den es seit dem 31. März 2025 gibt. Da haben sie offiziell eröffnet und liegt so rund 40 Minuten südwestlich von Riyadh. Riyadh ist die Hauptstadt von Saudi-Arabien und Qiddiya City gehört zu Saudi Vision 2030. Und das Ganze soll den Inlandstourismus stärken und fördern. Und es wird halt so eine Vergnügungsstadt, die da außen nix in die Wüste reinzimmern. Und der Park hat als allererstes jetzt eröffnet. Neben dem Park entsteht auch ein Wasserpark gerade. Außerdem eine Formel-1-Rennstrecke, die das Ganze umkreist. Und anschließend soll irgendwann auch noch ein Fußballstadion kommen für die WM 2034 und ganz viele andere Sachen, die ja gerade irgendwie bauen. Crazy großes Projekt mit einem crazy Freizeitpark auf jeden Fall. Daten und Fakten. Gebaut wurde diese Achterbahn fast schon logischerweise von Intermin Amusement Rides aus Liechtenstein, die halt immer für diese Rekorddinger da sind. Vom Typ her ist das Ganze ein sogenannter Exa-Coaster und an sich haben wir einen Multi-Launch-Coaster, also mit mehreren Abschüssen und eine Bahn, die 165 Meter hoch ist bzw. 195 Meter hoch fährt, 4250 Meter lang ist und mit diesem LSM-Launches 250 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht. 6 Züge können theoretisch eingesetzt werden und dann sind wir bei den Zügen. Das Ganze ist ein Falke mit Beleuchtung. Der hat halt bei uns auf jeden Fall nicht geleuchtet, als wir vor Ort waren. Auf der Messe sah das da schon ein bisschen fresher aus. Aber der Zug sieht richtig stark aus. Ist sehr groß und gigantisch. Warum, da kommen wir auch gleich zu. Du hast da sehr viel Platz auf jeden Fall drin. Und es gibt die klassischen Over-the-Shoulder-Lap-Bars aus Carbon in dem Fall. Es gibt auch einen Testsitz davor. Heißt übrigens, wenn ihr mitfahren wollt, müsst ihr mindestens 130 cm groß sein. Und bei 196 cm ist leider auch schon wieder Schluss. Und wir schauen uns jetzt den Zug mal etwas genauer an, was denn da die Besonderheiten sind und was da wie, warum gebaut wurde. Also der Zug ist sehr aerodynamisch designt, das können wir uns auch gleich mal angucken. Man sitzt da auch quasi in so einer geschützten Bubble drin. Der Zug ist halt das Größte, was wir je für einen LSM-Coaster gebaut haben. Hat auch mehr Magnete unterm Zug, hat eine deutlich größere Spur, aber es braucht es halt auch. Weil das Ding muss massiv sein, alleine die Dimension der Achterbahn ist massiv, also folglich muss der Zug auch massiv sein. Und alles an dem Zug ist halt etwas größer als sonst, aber halt auch nicht zu groß, weil größer ist nicht immer mehr. Also ich kann jetzt den Raddurchmesser auch 600 mm groß machen, aber ein 600 mm großes Rad ist dann doch nicht das, was man für solch eine Achterbahn benötigt. Ja, im Bereich des Rades, da haben wir viel gemacht, aber halt auch die Stromlinienförmigkeit des ganzen Fahrzeugs. Da haben wir auch deutlich mehr gemacht, als was wir sonst machen. Ich meine, die Bahn fährt schnell und sie fährt lange sehr schnell und da war es letztendlich auch nötig. Also es war sehr viel Detailarbeit, aber halt auch sehr viele Grundsatzentscheidungen von Anfang an. Und klar war, der Zug wird größer, die Spur wird größer, wir brauchen auch einen 1,5-fachen Faktor in unserer Magnetlänge, damit wir halt auch da genug Power haben. Und drumherum wurde dann halt das Fahrzeug designt, das Fahrzeug gebaut. Da hatte dann mein Team nicht mehr so viel mit zu tun. Da waren wir dann aus dem Projekt schon draußen. Aber halt die Idee, da so einen Falkenkopf vorne dran zu setzen, der auch eine coole Beleuchtung hat, die gab es halt von Anfang an vom Designer, von der Kundenseite. Und das Ding sieht halt einfach
genial aus. Es ist mal was ganz anderes. Es ist kein Racing-Fahrzeug, es ist nicht irgendwie eine stupide Achterbahngestaltung. Es ist halt ein Falke, der da nicht nur nachher bodennah fliegt, sondern auch wirklich übers Cliff fliegt und übers Cliff auch hinaus. Bügel sehen ein bisschen anders aus wie die Bügel, die ihr sonst benutzt. Und allein von der äußeren Optik schon. Was habt ihr da verbaut? Ja, der Bügel ist eigentlich, hat die gleiche Ergonomie mit dem Sitz wie Taron. Es ist der gleiche Sitz, die gleiche Bügelergonomie. Der Bügel selbst ist halt ein bisschen anders. Der ist aber auch schon bei Batman anders. Okay. Und das ist halt ein Carbonbügel. Also mehr im Detail wollen wir da jetzt auch nicht zu sagen, aber es ist halt jetzt nicht etwas, was wir erst da in der Wüste testen werden. Das Ding ist schon im Einsatz. Ja, hier stehen wir jetzt neben dem Falken. Also das Auge ist illuminiert, kann auch ein bisschen die Intensität wechseln, wird cool aussehen im Dunkeln. Und hier stehen wir auch letztendlich neben dem Buggy. Und das Buggy ist halt ein bisschen größer, als was sonst wir an Buggys gebaut haben. Bisschen größere Laufräder, bisschen größere Seitenschwingen. Halt so, dass es genau passt für den Einsatz dort in der Wüste und auch für die Geschwindigkeit. Unter den Zug können wir uns jetzt nicht legen, also da ist das gefräste Chassis. Ja, und dann sieht man halt auf dem mechanischen Aufbau, auf dem gefrästen Chassis ist der massive Falkenkopf draufgesetzt und halt die relativ großzügige Sitzbank mit dem Windshield vorne drauf. Gibt es einen Grund, warum die Sitze so weit auseinander sind? Ja, das hat eher einen technischen Grund, muss man aber auch verstehen, was sind die Fahrzeuge, die danach kommen. Also das ist das erste Fahrzeug, das ist aber die letzte Reihe normalerweise eines jeden Fahrzeugs. Und was wir halt machen wollen, die letzte Reihe soll auch an der vorherigen Reihe vorbei oder an der vorderen Reihe vorbeischauen können. Ja. Also die vorderen Sitze eines jeden Fahrzeugs, was nach diesem Fahrzeug kommt, die sind relativ nah beieinander. Und wir haben uns dann zusammen mit dem Kunden entschieden, die zweite Reihe jeweils sehr weit auseinanderzusetzen, dass man nicht nur einen Versatz von 5 cm hat, sondern eher 30 cm. Man kann wirklich an der vorderen Reihe vorbeischauen. Für den Wagen ist es dann von der Optik her wieder ein bisschen aneinander geschoben worden, aber nur 5 cm plus minus. Aber deshalb sind die Sitze halt deutlich mehr auseinander. In der Wüste. Diese Achterbahn steht in der Wüste und das ist ein Thema. Es gibt 3 Punkte, die ich da irgendwie ansprechen möchte, die ich jetzt einfach in diese Kategorie gepackt habe. Als erstes, dieses Schwarz-Weiß-Denken oder dieses Nicht-Wissen, was viele haben, aber dann trotzdem viel Meinung, finde ich immer sehr beeindruckend. Ja, wir sind in der Wüste und es kann zu Temperaturproblemen kommen, aber in beide Richtungen. Das eine kommt da gleich später nochmal dran. Aber man muss natürlich hier dafür sorgen, dass bei heißen Tagen so eine Achterbahn, die so lange so schnell fährt, die Räder runtergekühlt bekommt. Und dafür gibt es eine Doppelladestation und es gibt ein riesiges Kühlsystem, eine riesige Industrie-Kälteanlage, wo die riesigen Ablassrohre, wo die kalte Luft rauskommt, direkt an den Buggies des Zuges sind. Wirklich, du bist in einem großen Kühlschrank, wenn du in der Station bist. Und hier wird nicht auf klassische Weise mit Wasser gekühlt, sondern einfach mit kalter Luft werden hier die Räder runtergekühlt, damit die Bahn auch fahren kann und das Ganze funktioniert. Man kennt es ja von Formula Rossa oder Intimidator 305, die haben da halt ein Wasserkühlsystem und da sprinkelt überall das Wasser rum. Ist jetzt auf Dauer allgemein nicht so geil und hier wird es mit Luft runtergekühlt alles. Außerdem gibt es Sturmhauben für alle Leute mit langen Haaren. Heißt, ihr müsst nicht voll verschleiert die Achterbahn fahren, wenn ihr eine Frau seid. Das ist nur zu eurem Schutz. Und wir reden von einer Achterbahn, die mit 250 km/h durch die Wüste kachelt. Das ist schon was anderes, als was ihr sonst so kennt. Ich habe ja bei unserem Vlog, wenn ihr nicht gesehen habt, gerne mal reingucken, so ein bisschen Aufschrei, weil das einige nicht verstanden haben, aber auch nicht fragen, sondern sich lieber erstmal aufregen. Und wenn man das erklärt, denen das egal ist, sich immer weiter aufregen. Und was auch besonders ist, es gibt keine Schutzbrillen. Bei zum Beispiel Red Force oder Hyperion gibt es für die ersten Reihen Schutzbrillen. Formula Rossa gibt es Schutzbrillen, weil du da auch durch die Wüste zimmerst. Das gibt es hier nicht. Da hat man eine andere Lösung für gefunden. Und was man da gemacht hat, gucken wir uns natürlich auch mal an. Man braucht keine Sicherheitsbrillen, wenn man mit dieser Bahn fährt. Ja, dafür gibt es halt dieses Windshield,
Also jeder Wagen wird solch ein Windshield haben, aber nicht jede Reihe. Also was man da jetzt sieht, ist halt das Frontfahrzeug. Das hat nur eine Reihe. Die dann folgenden 3 weiteren Fahrzeuge haben jeweils 2 Reihen. Und da hat halt jedes Fahrzeug am Anfang halt auch wieder dieses Windshield. Und das Windshield zusammen mit diesem aerodynamischen Flügel, den man auch hier am Fahrzeug ganz hinten sehen kann, das baut halt einen Luftstrom auf, der über die Leute hinweggeleitet wird, sodass da nicht eine Brille nötig wird. Also man ist wirklich in einer Art Kapsel, man fährt in einer Art Kapsel. Wie es dann wirklich am Ende ist, werden wir auch sehen. Ich habe auch zum ersten Mal erst hier auf der Messe drin gesessen in der ersten Reihe. Es ist schon ein bisschen andere Perspektive, als was man sonst von einem Achterbahnzug hat, aber immer noch besser, als wenn man da mit irgendwelchen Sicherheitsbrillen fahren müsste. Zuverlässigkeit. Das ist auch ein Thema, was bei Falcons Flight Thema ist. Und zwar kann ich das natürlich jetzt nicht objektiv bewerten und beurteilen. Gibt halt keine faktischen Daten dazu, die ich jetzt habe. Anfangs gibt es bei neuen Achterbahnen, vor allem in dieser Größenordnung, immer Probleme. Das ist ganz normal. Die anderen Bahnen da im Park haben viel früher aufgemacht, haben viel mit Testruns gemacht, sind viel in Anführungsstrichen normaler, auch wenn da der ein oder andere Weltrekord und als Außergewöhnliches dabei ist. Und außerdem gibt es so viel Sicherheitstechnik und dann nochmal mehr Sicherheit, weil das kann sich der ein oder andere auch nicht vorstellen. In den Parks ist da nicht so viel dran gelegen, regelmäßig seine Gäste irgendwie für immer zu verlieren, sondern man möchte schon, dass da jeder gesund nach Hause kommt am Ende des Tages. Und 250 km/h sind nicht tödlicher als 240 oder alle anderen Geschwindigkeiten bei Achterbahnen. Aber der kleine Piepmatz da vor Ort ist echt noch am Rumzicken. Zumindest bei unserem Besuch war es halt so, wir konnten nach etwas längerer Wartezeit, wo der Park schon offen war, dann endlich mit dem ersten Zug des Tages mitfahren in der Last Row und wir hatten den letzten Zug des Tages in der Front Row. Dazwischen, immer wenn wir hingekommen sind, war die Bahn gerade down. Wir meinen, dass sie zwischendurch mit Leuten gefahren ist. Das Ding ist halt so groß und so weit weg teilweise, dass du nicht im Dunkeln siehst, ob da jemand jetzt drin sitzt oder nicht. Es gab auf jeden Fall ein paar Fahrten, wo wir irgendwo anders im Park unterwegs waren. Ich meine, die ist da auch mit Gästen ab und zu nochmal gefahren. Aber war bei unserem Besuchstag ein bisschen schwierig. Am Tag drauf gab es auch Probleme und immer wieder hört man von Problemen. Es sind ja sehr viele Leute auch gerade unterwegs dort unten. Und das Ding läuft halt noch nicht rund. Wie es bei uns war, seht ihr hier übrigens im Vlog. Den habe ich glaube ich schon verlinkt. Wenn nicht, dann ist das immer noch da. Habt ihr das eigentlich jetzt gesehen, dass ihr den Kanal noch nicht abonniert habt? Ihr müsst auf den Abonnieren-Button drücken. Das kostet euch nichts, hilft uns ungemein weiter. Wäre mega, wenn ihr das jetzt eben macht. Wir hatten auf jeden Fall bei unserer letzten Fahrt, die auch die letzte Fahrt des Tages war, 2 Rollbacks auf einmal. Das ist total crazy. Wir hatten noch nie auf einem Launch Coaster einen Rollback und gleich 2 bei einer Fahrt ist komplett absurd. Nein! Wir haben Rollback! Wir haben Rollback! Ja. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob man mich sieht, aber wir hatten einfach gerade einen Rollback auf Falcons Flight. Das war unser very first Rollback ever. Und jetzt stehen wir hier am Launch. Moment. Das ist geil. Ein Rollback ist aber auch was ganz Normales.
Und wenn ihr schon mal irgendwelche Abschussachterbahnen dieser Größenordnung gesehen habt, da gibt es auch oft in Parks Schilder, die das sogar erklären, dass das eine normale Sache ist, die normal ist, wenn sie passiert. Es gibt wirklich ganz viele Faktoren und Gründe, warum sowas passieren kann. Von Computerfehlern über technische Fehler, die jetzt nicht gefährlich sind, sondern irgendein LSM-Modul gerade keinen Bock hat oder irgendwelche Wetterumschwünge bzw. plötzlich Böen, die dafür sorgen, dass ein Zug es nach dem Abschuss nicht über die Kuppe schafft, um daraufhin dann einfach durch die Schwerkraft die Strecke zu absolvieren. Und ja, man macht das auch oft so, dass das Ganze auch knapp ist, weil das spannender ist. Dafür baut man Achterbahn für diesen Thrill, für diesen Nervenkitzel und das Spielen mit der Angst und dieses knapp irgendwo drüber kommen, spielt auch nochmal mit der Angst der Leute und das ist das Aufregende und das ist auch das Problem, warum es natürlich leichter zu einem Rollback kommen kann. Du kannst natürlich die Bahn immer mit Vollkaracho über drüber schießen und dann kann es nicht zu einem Rollback kommen, aber das will ja auch keiner. Spannend ist auch, dass manche Leute meinen, wir wären einfach nur zu fett gewesen und deswegen hätte die Bahn das nicht geschafft. Auch sehr interessanter Gedanke. Da hast du so gar nichts im Leben verstanden. Wir haben es auf jeden Fall zweimal in einer Fahrt nicht geschafft, oben auf die Klippe drauf zu kommen. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe so eine Idee. Denn an dem Tag, wo wir dann abends dann gefahren sind, waren es 8 Grad. Das haben wir dann wieder mit diesem Schwarz-Weiß-Ding, kann sich nicht jeder vorstellen, aber in der Wüste wird es abends auch werden, vor allem im Winter echt kalt. Aber diese große Kühlhausaktion, wir müssen die Buggies runterkühlen, lief volle Pulle. Also die Züge waren eiskalt, sind ja die ganze Zeit eh nicht gefahren, weil Stillstand, Probleme und so weiter. Also nicht eingefahren, nicht warm gefahren. Dann viel zu sehr runtergekühlt und dann war es draußen eisekalt. Und ich meine, das ist doch Expedition GeForce im Plopsaland Deutschland, die erst ab 10 Grad fahren können. Oder andere Bahnen, die das ja auch haben, die eine bestimmte Temperatur brauchen. Wir waren so bei 8 Grad und runtergekühlt. Dass der Zug es dann nicht unbedingt schafft, da hochzukommen, ist, glaube ich, ziemlich naheliegend und könnte so eine Idee sein, woran es gelegen haben könnte. Woran hat es gelegen? Ja, oder ihr habt recht und wir sind einfach nur zu fett. Das kann natürlich auch sein. Wir haben es dann gerade so da hochgeschafft. Daraufhin geht es ja auch später, da kommen wir auch gleich zur Fahrt, aber es geht ja auch die Klippe runter und den großen Hügel wieder hoch. Und es besteht ja auch da die Möglichkeit, dass man das nicht schafft. Und das wäre eigentlich noch viel geiler gewesen, denn dann wirst du rückwärts die halbe Klippe wieder hochgeschossen, so bis fast ganz oben geschossen und dann geht's wieder runter mit Vollspeed. So, das wäre auch nochmal ein Erlebnis, da hätte ich auch noch Bock drauf, aber ich möchte nicht zu viel verlangen. So ein Double Rollback auf Falcons Flight war schon ganz okay. Ich meine, dass am Tag danach oder 2 Tage danach war das auch wieder das Problem und die Leute, die da gefahren sind, haben dann, glaube ich, nur einen Versuch bekommen und dann wurde evakuiert und es ging Golfkart zurück. Da hatten wir keinen Bock drauf und ich bin sehr froh, dass wir durchfahren konnten. So eine Bahnen sind halt super safe. Einfach sicher. Das ist alles so, alle übertrieben doppelt abgecheckt. Neben den Schildern übrigens, die erklären, was ein Rollback ist, gab es auch Durchsagen bei Falcons Flight, was ein Rollback ist, die sogar Story erst waren. Und dann gab es auch noch normale Durchsagen, die auch nochmal in Story erklären, was ein Rollback ist. Und bei den normalen Durchsagen erklärt wurde, was denn jetzt passiert und was jetzt gemacht wird. Einmal werden die Systeme gecheckt und geguckt, was war da los und können wir jetzt einfach nochmal schießen und dann wird nochmal abgeschossen und dann geht das nochmal los. Da gibt man nochmal ein bisschen mehr Fofo und dann soll es eigentlich klappen. Beim Surfen hat es ja gerade so geklappt. Habt ihr ja gesehen in den Aufnahmen. Ja, die Fahrt selbst, also Kleinkram müsst ihr unten dann noch in den Locker packen. Das dauert alles auch ein bisschen ewig, aber Operations in dem Park katastrophal. Und dann kriegst du da mit deinen langen Haaren nochmal die Sturmhaube in die Hand gedrückt und dann geht das los. Und die Fahrt startet aus der Station raus. Es geht dann geradeaus auf den Lift zu, wollte ich gerade sagen. Das sieht aus wie ein Lift und es ist eigentlich auch der Lift von Condor mit dem ersten Drop, nur gespiegelt von Condor, also in die andere Richtung. Aber das ist alles aus LSM-Modulen. Du wirst da hochgelauncht. Aber das ist so bekloppt. Weiß ich nicht. Das ist einfach bescheuert. Das ist ein LSM-Lift. Komplett gaga. Dann gibt es den Condor-Drop quasi. Und jetzt überlegt mal, es gibt ja sehr viel Hass gegenüber dem Layout, aber da schon mal vorweggenommen.
Conda in Belgien wird super abgefeiert, zu Recht. Und hier ist das ja eine absolute Kackbahn für viele. Und wenn wir nach unten gefahren sind, gibt es einen Airtime-Hügel, Twisted Airtime Hill. Sehr lang gezogen geht es dann weiter in eine Overbank Curve, so Steilwandfahrtmäßig, was super cool ist. Da gibt es nochmal so ein Camelback, da passiert jetzt nicht viel, bist nicht so schnell unterwegs, aber du musst ja auch erstmal langsam dich rantasten. Nochmal eine Overbank Curve in die andere Richtung und dann kommen wir schon zum LSM Boost, der uns hochbringen soll auf die Klippe und uns auf die ganze Strecke da hochlauncht bis zu der großen Kurve, wo wir dann weiter frei fahren. Und das ist auf jeden Fall echt viel Energie, die da reingesteckt wird, um diesen riesigen Zug da hoch zu launchen. Ja, und dann geht's hoch auf die Klippe, es gibt eine Kurve wieder zurück und ja, wir fahren dann nochmal über die Klippe hinweg mit nach außen geneigter Kurve, dass man so einmal schön nach unten gucken kann und sich darüber im Klaren wird, wie hoch man gerade auf dieser Klippe ist. Und da kann man schön runter gucken. Ja, da gibt es dann noch so ein bisschen Rumgegurke oben. Das ist ganz nett, aber ja komm, wir müssen da irgendwie ein bisschen rumfahren und fahren dann auf die Klippe zu. Und da wird nochmal reduziert und es geht ganz langsam über die Kante. Und Stück für Stück kommst du immer weiter nach vorne und dann stürzt du einfach senkrecht nach unten von dieser Klippe runter. Kurz danach geht es schon in einen Tunnel und hinter dem Tunnel kommen die LSM-Motoren und dann wirst du abgeschossen und diese Kiste beschleunigt auf 250 km/h. Das ist richtig verrückt und da ist auf jeden Fall was los und vor allem hinten, trotz dieser Bubble, in der du sitzt, sind die Backen aber am Schlackern und dein Gesicht wird ziemlich lang nach hinten. Du merkst einfach, wie viel Hass da los ist und auf 250 geht das Ding hoch und das reicht auch einfach, um volles Rohr voll schnell auf 163 Meter hochzufahren, wo du oben doch mal über eine Trimbrake fährst, weil du kommst in diesen obersten Punkt an, neben dir leuchtet auf einmal nur dieses rote Flugzeugwarnlicht in riesig groß auf. Du merkst, okay, ich bin echt hoch und stürzt einfach 158 Meter wieder nach unten. Und danach wird es halt alles sehr langgezogen, sehr bodennah. Du fährst unglaublich schnell die ganze Zeit und bist da immer noch jenseits der 200 km/h unterwegs. Und dann gibt es noch eine große Kurve. Es geht nochmal über den Eingang hinweg, um dann zur Station zurückzufahren. Und das Layout dieser Bahn wird komplett im Netz zerrissen. Alle finden es ja so kacke und das ist ja so schlecht. Und warum das Layout so ist, wie es ist, das gucken wir uns doch jetzt mal an. Ja, die Bahn ist lang, die Bahn ist hoch, die Bahn ist sehr schnell. Die Bahn ist dann auch noch irgendwo in der Wüste und ja, sie wird auch eine sehr lange Fahrt haben. Da dürfen wir leider nicht sagen, wie lang sie ist. Aber es ist von den Launchcoastern her der längste Launchcoaster, der wirklich realisiert wurde. Und auch so von einem Achterbahn-Layout, wenn ich jetzt dynamisch fahre, es gibt keine längere Achterbahn. Und das ist dort die absolute Herausforderung im Design gewesen, etwas zu erschaffen, was halt fahrbar ist und was halt auch mehrfach fahrbar ist. Speziell halt auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt jeden Tag eine Achterbahn fahren. Und ja, die Bahn selbst steht in einem Setting, wie es es so noch gar nicht gibt. Ich meine, man kennt ja vielleicht Six Flags Fiesta Texas in San Antonio, wo da so ein bisschen so eine 20, 25 Meter hohe Quarry Wall ist. Da ist halt dann diese Quarry Wall fast 200 Meter hoch und da fährt die Achterbahn auch hoch und wieder runter und fährt auch oben auf dem Plateau noch ein bisschen rum. Kannst du uns ein bisschen was zu dem Layout erzählen, warum es so geworden ist, wie es jetzt ist? Ja gut, es waren erstmal Vorgaben da. Die Stationsplatzierung war vorgegeben. Wir durften nicht durch den Park selbst fahren, wir müssen um den Park herumfahren. Es war auch eine Vorgabe, die Formel-1-Strecke zu überqueren, am Eingangsportal des Parks vorbeizufahren und halt auch auf diese Klippe hochzufahren. Und das Ganze ist halt in einen sehr engen technischen Korsett eingezwängt. Auf der anderen Seite ist das Layout aber auch so geplant, dass es fahrbar ist, dass es sich langsam aufbaut, dass wir nicht am Ende da schon den absoluten Turbo zünden. Und es ist ein perfektes Layout. Die Leute sollen die Bahn erstmal fahren.
das ist auch von meiner Sicht immer überhaupt erstmal das Wichtigste, überhaupt zu erleben, weil nur anhand eines Videos, ohne die zu erlebenden G-Kräfte, kann man eigentlich nicht sagen, wie gut oder schlecht eine Bahn ist. Wie extrem wird es bei der Bahn? Ja, gar nicht mal so viel, weil der Park wird halt von einer demografischen Besuchergruppe besucht, die nicht unbedingt jeden Tag Achterbahn fahren. Die werden auch viele asiatische Besucher mitunter haben. Und dort müssen wir halt schauen, nicht überall an die Extreme zu gehen. Also die Bahn macht keine 4G, die Bahn macht keine 5G. Wir liegen zwischen 3 bis 4G in der Spitze. Und gerade wenn wir Kurvenzüge fahren, da müssen wir wirklich drauf achten, nicht permanent die Leute da mit 3G irgendwo in die Kurve zu drücken, weil die Kurvenzüge, auch wenn sie schnell durchfahren werden, sind halt relativ lang. Gerade am Ende auch diese rund 270-Grad-Kurve, die wird schon herausfordernd. Und da war wirklich das Wichtigste, das Ganze von Anfang an so zu balancieren, dass das Ganze fahrbar bleibt. Weil man muss sich auch mal vorstellen, vorher fährt man schon recht lange und dann kommt noch irgendwo so eine Kurve, aber die Kurve muss gemacht werden, weil ich muss ja irgendwo einen Richtungswechsel einbauen. Und das ist halt auch gerade bei solchen Dimensionen und Geschwindigkeiten überhaupt auch sehr schwierig, ein Layout zu machen. Man muss sich einfach mal die schnellste Bahn oder die schnellsten Bahnen, die es so noch gibt, auf der Welt angucken. Was gibt's da? Es gibt Formula Rossa, das ist ein Figur 8 Layout, also völlig inspirationslos eigentlich, macht aber trotzdem irgendwo Spaß, weil man paced da halt durch die Wüste. Dann gibt es King Dakar noch, das ist der One-Trick-Pony, beschleunigen, rauf, runter, Bremse, fertig, oder auch Red Force. Da macht Falcons Flight schon ein bisschen mehr. Und deshalb wird das eine Rekordachterbahn, die auch wirklich ein Layout hat, was cool ist. Also alle anderen Rekordachterbahnen, die finde ich jetzt persönlich eher ein bisschen völlig inspirationslos. Die Bahn macht da schon deutlich ein bisschen mehr, aber halt stufenweise. Man kann nicht da den Turbo von Anfang an zünden. Dann würden nur die Hardcore-Fans die Bahn fahren wollen. Man kann halt schnell sagen, das Layout ist nicht super innovativ, aber bei den Geschwindigkeiten ist man halt ziemlich beschränkt mit dem, was man machen kann und das, was man dort auch als Fläche zur Verfügung gestellt bekommt. Und das, was wir dort haben, ist schon recht viel. Also gerade nur ein Beispiel, diese Schlusskurve am Ende. Da hat man uns in ein Korsett zwingen wollen von einem Bereich, wo ich gesagt habe, mit dem Team auch zusammen, das schaffen wir nicht. Wir brauchen dort mehr. Also wir fahren jetzt über den Park rüber, dann war da noch so ein Dark Ride, da durften wir nicht drüber fahren, aber der Busparkplatz, den da war, der ist erstmal eingeebnet worden, weil wir brauchten die Fläche, weil wir können uns nicht einfach in irgendwas reinzwängen lassen und haben dann am Ende ein Ergebnis, was zwar irgendwo noch fahrbar ist, was aber am Ende keinen Spaß mehr macht zu fahren, weil die G-Lasten halt zu hoch sind. Ich erinnere da nur mal an die Bravour-Helix, die nach der Blockbremse von Goliath oder Titan kommt. Obwohl die Blockbremse halt den Zug da fast auf Null bremst, ist das Ding nicht wirklich fahrbar. Und die Beschleunigung, die vertikale Beschleunigung, die ist nicht hoch. Also dort fährt man keine 4 oder 5G in der Helix, dort fährt man nur 2,5, 3G, aber halt über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und das ist halt das Herausfordernde am Ende. Und speziell, wenn wir da rund 4 Kilometer fast gefahren sind, am Ende so einen Kurvenbogen haben zum Richtungswechsel, da haben wir auch im Team sehr stark diskutiert, was machen wir da und wie machen wir das. Weil am Ende muss die Bahn für jeden fahrbar bleiben. Ich glaube, das erklärt einiges und nimmt eigentlich ganz vielen Leuten ganz viel Wind aus den Segeln und ist, glaube ich, nochmal so eine Erkenntnis dafür, warum das so ist, wie es ist. Falcons Flight hat jetzt einfach alle Rekorde geholt. Falcons Flight wird auf sehr lange Zeit alle Rekorde behalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Also theoretisch, außer irgendjemand dreht noch mehr durch. Aber in einer Bahn die ganzen Rekorde vereinen, das sehe ich erstmal nicht kommen. Wenn kommt jemand mit der Geschwindigkeit, mit der Höhe, aber auch so ein Alpine Coaster kommt keiner mit der Länge, glaube ich, erstmal. Das Ding ist gut fahrbar, das ist einfach ein gigantisches Moped. Natürlich ist es so ein bisschen am Vibrieren, wenn du da mit über 200 km/h irgendwo lang kachelst durch die Wüste, aber es ist jetzt auch nicht unangenehm, aber da ist halt auch was los. Du bist dann draußen einfach, du bist allem ausgesetzt. Und es gab nicht viele Fahrten. Das Ding war nicht warm gefahren, nicht eingefahren. Du weißt nicht, wie der Wartungsstand gerade ist, weil die auch irgendwie gefühlt 2 linke Hände da haben. Ja, weiß ich nicht.
Operations bei allen Rides da sind halt wirklich nicht grandios. Aber irgendwie ist Falcons Flight jetzt auch nicht mehr viel Achterbahn fahren. Da ist Spitfire schon mehr Achterbahn fahren. Es ist einfach nur gigantisch absurd und hier und da natürlich so ein bisschen eingeschränkt, umfahrbar für alle und jeden zu sein. Und trotzdem ist das unglaublich, dieses Ding gefahren zu sein. Es ist absurd, was du da siehst. Das ist komplett surreal. Du siehst diese riesige Bahn und das ist einfach, das macht keinen Sinn. Das sieht einfach falsch aus. Und es macht trotz allem Spaß, die Bahn zu fahren, wenn man nicht zu viel davon erwartet und weiß, es geht nur darum, die Rekorde zu fahren und wie die Rekorde gefahren würden. Das ist cool. Aber richtig Achterbahn fahren ist es am Ende des Tages irgendwie nicht, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem unglaublich beeindruckend. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das Ding fahren konnten, dass es funktioniert hat. Und es ist sehr, sehr beeindruckend. Und die Frage ist halt auch, geht da überhaupt noch mehr? Und auch da weiß Daniel schon von Intermin Bescheid, was da noch geht. Geschwindigkeitstechnisch geht immer mehr. Höhentechnisch sind wir halt schon irgendwo in einem Bereich wo es grenzwertig wird, was man bezahlen kann. Weil allein die Superstructure, die hat über 2000 Tonnen Strukturstahl. Das entspricht zweimal Formula Rossa. Und das ist halt schon dann eine andere Hausnummer. Machbar mit dem LSM ist alles. Nur halt, was mache ich dann am Ende noch für ein Layout? Da ist halt der Vorteil, ich komme von der Klippe. Ich habe da fast eine Höhendifferenz von rund 160 Meter, die ich auch ausnutzen kann. Aber die Geschwindigkeit, diese 250 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit, die dann im Tal erreicht werden, da bräuchte man eigentlich, wenn man sich das mal ausrechnet, energetisch, auch mit Reibung, ein Äquivalent von einem 300 Meter hohen Drop. Wow. Und gut, mit dem LSM ist halt recht viel möglich, der unterstützt das Ganze halt auch. Also ohne LSM wäre sowas nicht möglich dort gewesen in diesem Baubereich. Deshalb sind wir auch relativ froh, die Klippe dort zu haben. Es ist ja auch irgendwo, es wird ja auch irgendwo das Bild eigentlich werden, wenn der Zug da von der Klippe runterstürzt. Aber generell kann man jederzeit mit einem Launch auch 260, 270, 280 Stundenkilometer fahren. Nur glaube ich, werden solche Bahnen die Seltenheit bleiben, weil was kann man denn dann layout-technisch machen? Das frage ich mich halt immer. Und das, was ich jetzt euch immer wieder in ein paar Ausschnitten hier gezeigt habe, gibt es in der Endcard nochmal als ganzes Video. Das könnt ihr euch dann nochmal angucken. Unseren Vlog zu Six Flags GDS City gibt es hier auf dem Kanal. So wie die anderen Tage, was wir sonst in Saudi-Arabien gemacht haben, was wir dann noch für Achterbahnen gefahren sind. Das könnt ihr euch alles hier auch angucken. Und jeden Tag um 18 Uhr kommen wir auch mit einem neuen Video. Aber das so meine Meinung erstmal zu Falcons Flight. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, lasst mich gerne wissen. Da gehen wir gerne nochmal drauf ein. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, natürlich auch. Und ja, die größte, höchste und schnellste Achterbahn der Welt. Falcons Flight.